Die Rallye Weiz erfreut sich auch 2019 größter Beliebtheit unter den Fahrern. Weiz ist für mich persönlich die beste Rallye in Österreich. Ich habe zwar noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube, das kann man nicht mehr toppen. Das ist einfach eine echt feine Geschichte. Wenn du Rallye fahren willst und du was lernen willst, dann fährst du Weiz, dann bist du dabei. Andreas Schad hat den Evo 9 nach dem Unfall in Wechselland wieder aufgebaut. Es war sehr viel natürlich beim Auto zu machen. Das hat der Andi alles wirklich fast in Eigenregie gemacht, natürlich mit freiwilligen Helfern von uns. Ja, ich glaube, dass die Erfahrung, so gern keiner machen will. Es war natürlich schon ein massiver Abflug. Wir haben Gott sei Dank keinen massiven Einschlag gehabt. Natürlich waren es trotzdem 4 etwas kleinere Bäume, aber es ist trotzdem 60 Meter im Wald reinfliegen. Es ist nicht lustig. Ja, ich habe mir über die vielen Tage und Wochen jetzt natürlich immer wieder Gedanken gemacht, wie wird es werden, wenn ich im Auto wieder drin sitze, wie wird es werden, wenn ich das erste Mal fahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt Shakedown gefahren. Das erste Mal sind wir halt drüber gerollt und haben geschaut, ja, halt hat alles passt, alles funktioniert, alles so halbwegs. Da habe ich relativ schnell Sicherheit gefunden und beim zweiten, dritten Mal dann haben wir ein bisschen Gas gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wohl im Auto. Es ist das Gefühl wieder fast gleich wie vorher. Und ja, wir werden das, ich sage, ab morgen sehen. Schad und Gucci finden schnell wieder den gewohnten Speed. Auf der 8. Sonderprüfung versagt jedoch die Kupplung. Erstmals in einem 1 Rallye-Masters mit dabei ist Georg Höfer. Er hat letztes Jahr die Nachwuchssichtung Racing Rookie und damit den Ford Fiesta ST gewonnen. Ja, also prinzipiell von klein auf immer schon bei meinem Papa mit dabei gewesen, der auch selber Rallye gefahren ist, viele Jahre. Jetzt hat er das eher an mich übergegeben und es war schon immer mein Traum, einmal Rallye zu fahren und die Chance Racing Rookie natürlich genutzt. Und jetzt freue ich mich hier mit dabei zu sein. Ja, wir haben jetzt ein junges Rookie-Team auch zusammengestellt, also wirklich alle Jungs aus meinem Team, also vom Fotografen bis zum Servicetechniker, haben alle ein Alter von rund 20 Jahren. Der einzige Erfahrene, den wir da mit dabei haben, ist der Peter Medinger. Natürlich haben wir da erfahrene Mentoren, die uns da unterstützen, wie zum Beispiel mein Papa, weil ohne dem geht es einfach nicht. Also die können uns da nicht einfach so auf ein Auto loslassen und vor allem auf die Leute. Also es ist schon wichtig, dass man wen da mit dabei hat, der uns das gut erklären kann und der sich auskennt mit der Thematik. Schon auf der zweiten Prüfung kommt die erste harte Probe für Luca auf nasser Straße. Ähnlich überraschend war der Regen auch für Martin Ritt im Volvo. Ja, Strahlig war richtig geil. Du hast nichts gesehen, nur geschwommen, jeder hat die falschen Radl umgehabt, fast jeder. Es war hardcore zum Fahren. Ich darf gerne nur Waldviertel fahren, das schauen wir noch. Ich hoffe, dass das ausgeht, das war für den Volvo noch klasse. Und wenn wir in der Meisterschaft liegen, aber das wird glaube ich noch weit, werden wir relativ weit hinten sein. Wir dann Handbremsen ziehen, wo es eigentlich voll sinnlos ist, aber Hauptsache quer, schaut gut aus. Der andere Volvo ist ein wenig schneller wie mir. Das war eigentlich, ich hab mich gefreut, dass die anderen Volvo da sind. Das ist ein wenig eine Standortbestimmung, nicht? Aber leider ist der ein wenig schneller wie mir. Nach dem Ausfall vom Schad kämpfen Patrick Knoll und Manuel Kurz um den M1-Sieg. Der Manuel und der Luca, die sind schon Pfeil schnell. Da muss ich mir auch warm erzählen, dass sie das ein bisschen fahren mag. Manuel wird sich wahrscheinlich nicht leicht ausgehen. Luca habe ich noch ein bisschen im Griff. Also mal schauen, wie der Nachmittag wird. Es ist ja bei uns auf der Prüfung draußen jetzt extrem heiß gewesen. Wie heiß ist es im Auto drinnen? Ja, mein modernes Auto hat einmal 29 Grad Zeug. Fenster sind zu, Auto ist gut, aber wenn du fährst, merkst du es eh nicht. Erst wenn es im Zulpe ist, wird es verdammt warm. Manuel Kurz wird zwar durch ein Problem mit dem Kühler etwas eingebremst, kann aber Patrick Knoll um 8,8 Sekunden hinter sich halten. Wir haben da ein Loch im Kühler gehabt,
weil der Kühlerlüfter ist stecken geblieben quasi da drin und dann hat er uns komplett durchgerissen. Ja, aber haben wir alles hergekriegt, kein Problem. Macht schon mehr Spaß, wenn man knapp fightet, oder? Auf jeden Fall, weil da hat man ein bisschen einen Vergleich auch. Und eben 3 M1-Autos quasi untereinander gematcht, das ist ein Wahnsinn. Luca Brögelhöf liefert mit Platz 3 eine ordentliche Talentprobe ab. Martin Ritt und Horst Fasching folgen auf den Plätzen 4 und 5. Der nächste Lauf der M1 Rallye-Masters ist die Niederbayern-Rallye am 30. und 31. August.